Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch einen angesagten Jumpsuit aus Jersey nähen. Dieser sitzt locker etwas unterhalb der Taille und wird mit einem Gummiband an die Figur angepasst. Zudem hat er praktische Eingriffstaschen und der große Halsausschnitt ermöglicht ein bequemes An- und Ausziehen. Unser Schnittmuster hält verschiedene Nähvarianten für euch bereit. Ihr könnt das Oberteil mit Trägern nähen oder mit angeschnittenen Ärmeln und zum Beispiel einer Passe. Auch für die Hose habt ihr zwei Möglichkeiten, ihr könnt sie mit kurzen oder langen Beinen nähen. Hier unter diesem Link bekommt ihr das Schnittmuster mit allen Varianten und in vielen verschiedenen Größen. Wir nähen jetzt gemeinsam den Jumpsuit mit angeschnittenen Ärmeln und kurzen Hosenbeinen. Die Schnittteile habe ich hier schon einmal vorbereitet. Hier ist mein Vorderteil, welches ich mit einer separaten Passe mit elastischer Spitze nähen möchte. Ihr könnt es genauso gut auch durchgehend nähen. Dazu brauchen wir noch das Rückenteil. Zum Versäubern des Halsloches und der Armausschnitte benötigen wir Jersey-Streifen. Zudem für den rückwärtigen Schlitz einen kleinen Knopf sowie einen Beleg, den ich hier schon einmal mit Bügeleinlage verstärkt und an der äußeren Kante mit einer Overlock-Naht versäubert habe. Für die Hose benötigen wir jeweils ein rechtes und ein linkes Vorder- und Hinterhosenbein. Sowie für die Eingriffstaschen jeweils zwei vordere und zwei hintere Taschenbeutel, welche ich hier zusätzlich auch aus Spitze zugeschnitten habe. Und zu guter Letzt benötigen wir noch 7 bis 10 mm breites Gummiband. Ich empfehle euch, den Jumpsuit aus einem weichen und geschmeidigen Stoff zu nähen. Ein Viskose-Jersey mit 5% Elastan ist ideal dafür. Zum Nähen des Jumpsuits werde ich nun hauptsächlich die Overlock-Maschine verwenden. Ihr könnt ihn aber ebenso auch mit der normalen Nähmaschine nähen. Tipps und Tricks hierfür findet ihr in meinem Video zum Shirt Elaine. Und jetzt legen wir los. Und zwar nähen wir als erstes die doppelte Passe rechts auf rechts an das Unterteil. Dafür stecke ich sie hier mit ein paar Klammern fest. So sieht das Vorderteil jetzt aus. Nun können wir auf der Rückseite die Nahtzugabe nach oben bügeln und wenn ihr wollt, diese Kante hier mit einem elastischen Stich absteppen. Hier bei meinem Vorderteil mit der zusätzlichen Spitze habe ich nur auf dem Jersey gesteppt und zwar mit einem ganz kleinen Zickzackstich. Als nächstes bereiten wir den Schlitz an unserem Rückenteil vor. Dafür legen wir den mit Bügeleinlage verstärkten Beleg rechts auf rechts hier an die beiden Knipse am Ausschnitt an und achten darauf, dass er senkrecht verläuft. Wir stecken ihn mit ein paar Nadeln fest und zeichnen mit Hilfe der Schablone und einem Markierstift die Nahtlinie für den Schlitz auf. An dieser entlang nähen wir nun mit der Nähmaschine einen Geradstich mit kleiner Stichlänge. Nun können wir den Schlitz mit einer Schere vorsichtig einschneiden, hier am unteren Ende schräg in die Ecken bis kurz vor die Naht. Anschließend wenden wir den Beleg nach innen und bügeln die Schlitzkante. Im nächsten Schritt können wir das Vorderteil mit dem Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammenstecken und mit der Overlock nähen.
Nachdem wir die Schultern genäht haben, können wir den Ausschnitt mit einem Jersey-Streifen versäubern bzw. verstürzen. Dafür stecken wir ihn nun rechts auf rechts an die Ausschnittkante, wobei uns die Knipse, die kleinen Einschnitte, helfen. Der mittlere Knips trifft auf die vordere Mitte, der nächste Knips auf die Schulternaht und der äußere Knips hier auf die Schlitzkante, wobei wir dieses kleine Ende umschlagen und dann den Beleg so herumlegen und feststecken. Und ebenso auf der anderen Seite. Den Streifen können wir jetzt mit der Overlock annähen, wobei wir ihn leicht dehnen, da er etwas kürzer ist als die Ausschnittkante. Ich beginne nun am rückwärtigen Schlitz und beim Nähen liegt der Ausschnittstreifen oben. So sieht der angenähte Streifen aus. Hier hinten am Schlitz können wir den Beleg wieder nach innen umklappen. Und wie ihr seht, habe ich hier schon eine kleine Schlaufe für den Knopf befestigt. Diese habe ich ganz einfach aus einem Jersey-Rest gefertigt und wie das genau funktioniert, könnt ihr euch hier in diesem Video anschauen. Alternativ könnt ihr auch ein fertiges Bändchen nähen und dieses ebenso hier auf das umgeklappte Streifenende mittig mit einer kurzen Naht aufnähen. Jetzt beginnen wir hier an der vorderen Mitte, legen den Streifen um die Nahtzugabe herum, klappen diese nach innen und stecken den Streifen mit der Nahtzugabe von außen fest. Und hier am Beleg schlagen wir den Streifen ebenso ein und stecken ihn von außen fest. Achtet darauf, dass der Umschlag innen möglichst gleichmäßig 1 cm breit ist, weil wir ihn nun von der Außenseite mit 0,7 cm Nahtzugabe feststeppen. Damit der Nahtanfang leichter gelingt, nähe ich die ersten Stiche auf einem Stoffrist und dann weiter auf dem Oberteil und beginne hier am Schlitz.
Nun ist unser Ausschnitt schön sauber verstürzt, ohne dass wir ein sichtbares Bündchen haben. Im nächsten Schritt legen wir unser Oberteil wieder rechts auf rechts und nähen die Seitennähte mit der Overlock zusammen. Diese kleine Kurve hier am Armloch lege ich mir so zurecht, dass ich eine gerade Strecke nähen kann. Nachdem wir nun die Seitennähte geschlossen haben, können wir als nächstes die Armlöcher versäubern. Und das machen wir auf die gleiche Weise wie beim Halsausschnitt mit einem Jersey-Streifen. Dieser wird jedoch zuvor mit der Nähmaschine und 0,7 cm Nahtzugabe zu einem Ring geschlossen. Dann stecken wir ihn gleichmäßig verteilt rechts auf rechts an das Armloch, wobei die Naht auf die Seitennaht trifft und der Knips auf die Schulternaht. Wir nähen ihn mit der Overlock-Maschine an. Und schlagen ihn dann wieder um die Nahtzugabe nach innen herum und nähen ihn mit der Nähmaschine fest. So, unser Oberteil für den Jumpsuit ist nun fertig. Abschließend habe ich es noch gebügelt und einen Knopf angenäht. Und jetzt geht's mit der Hose weiter. Hier bereiten wir als erstes die Eingriffstaschen vor. Und zwar nähen wir dafür die vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts, hier mit den Vorderhosen an den schrägen Kanten zusammen. Anschließend klappen wir den Taschenbeutel nach hinten auf die linke Stoffseite um und bügeln die Kante. Danach nehmen wir den hinteren Taschenbeutel, in meinem Fall ist er zweilagig, legen ihn rechts auf den vorderen Taschenbeutel und nähen beide hier an der Rundung zusammen. Damit bei den weiteren Arbeitsschritten nichts verrutschen kann, können wir den Taschenbeutel hier an der Seite und an der oberen Kante mit einer kurzen Nähmaschinennaht fixieren. Zuvor könnt ihr außerdem, wenn ihr mögt, die Eingriffskante absteppen.
Nun sind die Vorderhosenteile mit den Taschen vorbereitet und wir können sie jeweils rechts auf rechts mit den Hinterhosenteilen sowohl an der Seite als auch an der Innenbeinnaht zusammennähen. Als nächstes stülpen wir ein Hosenbein rechts auf rechts in das andere und stecken beide Teile hier an der Schrittnaht zusammen. Nun können wir die Schrittnaht mit der Overlock nähen. Nun ist auch unsere Hose fertig, sodass wir sie jetzt mit dem Oberteil zusammennähen können. Dafür stecken wir sie rechts auf rechts in das Oberteil hinein, wobei die Vorderhose auf das Vorderteil trifft und die Hinterhose natürlich auf das Rückenteil. Beim Zusammenstecken helfen uns die Knipse, zudem liegen jeweils die Seitennähte aufeinander. Jetzt können wir die Naht mit der Overlock nähen. Als nächstes nähen wir noch einmal mit der Nähmaschine im Abstand von 2 cm zur Kante rundherum eine Naht. Ich habe hier einen Abstandshalter eingesetzt, um die 2 cm gut einhalten zu können. Dieses überstehende Stück ergibt nun unseren Tunnel. Wir können die Hose jetzt herausziehen, den Tunnel nach oben klappen und rundherum feststecken. Das festgesteckte Stück nähen wir jetzt durch den Ausschnitt auf der linken Stoffseite rundherum fest, und zwar neben der Overlock-Naht, sodass ein etwa 1,3 cm breiter Tunnel entsteht. Ich beginne jetzt am Rückenteil kurz vor der Seitennaht und verriegle den Nahtanfang.
Etwa 3 cm vor dem Nahtanfang beende ich auch die Naht, damit ich eine Öffnung erhalte, in die ich anschließend jetzt den Gummi einziehen kann. Durch die Tunnelöffnung habe ich nun schon mit einer Sicherheitsnadel das Gummiband eingefädelt. Nach einer Anprobe habe ich es dann entsprechend mit einer Zugabe gekürzt und die Enden mit einer Zickzacknaht und 3 cm Überlappung zusammengenäht. Nun muss ich das Gummiband nur in den Tunnel einziehen und die Öffnung mit der Nähmaschine schließen. Zu guter Letzt müssen wir nur noch die Hosensäume nähen. Hierfür habe ich bereits die Saumkanten 2 cm nach innen umgebügelt und mit Nadeln von außen rundherum festgesteckt. Ihr könnt die Saumkante jetzt mit einer Zwillingsnaht oder einer Zickzacknaht oder so wie ich mit einer Covernaht festnähen. Ich beginne nun mit der Naht auf der Hinterhose und zwar kurz vor der Innenbeinnaht. Dabei nähe ich so, dass die Stoffkante innen überdeckt wird. Und fertig ist unser selbstgenähter Jumpsuit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Noch mehr Tipps und Tricks und jede Menge Nähvideos findet ihr hier in meinem Kanal. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ihn abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.